Hallo und willkommen zu Lonestar. Wir spielen Sherlock Holmes, The Awakened. Wir waren bei Barnes in der Buchhandlung. Und anscheinend hat er doch irgendwie Dreck am Stecken gehabt. Der hat sich hier verkrochen, als er uns gesehen hat. Dabei hatten wir doch mit dem immer so eine gute Beziehung. Naja. Jetzt müssen wir ihn da irgendwie rauslocken. Wir sehen uns am besten erstmal um. Man kann Z drücken to highlight interactive areas in the environment. Das ist so eine Hilfe, die kann man auch abschalten, wenn einem das nicht gefällt. Also so werden jetzt alle Sachen hier mit so gelben Punkten anscheinend angezeigt, damit man nichts übersieht. Man braucht es aber auch nicht drücken. Da muss man einfach in die Nähe gehen. So. Da haben wir einen Bücherstapel unter der Blume. Die Blume hatte auch schon mal bessere Zeiten. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Dead Flowers on Display? Okay, ist das irgendein Zeichen hier im Fenster? Draußen schlechtes Wetter. The finest view London has to offer. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Aha. Also ich glaube ja nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht, ob man da die paar Bücher jetzt unter diese verdorrte Pflanze noch gestellt hätte oder nicht. Naja, ich bin allerdings auch nicht Sherlock. Was hat er denn hier für lustige Sachen? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Sollen wir mal hinterm Counter schauen? Wobei, das gehört sich eigentlich nicht. Da leckt sogar noch Geld rum. Was haben wir denn hier für Bücher? Exotic Plants Catalog. A catalog of exotic plants on Barnes Counter. The name of the catalog reads Everlasting Plants for an Everlasting Love. Okay. Das ist wirklich interessant. Was haben wir hier? Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Cryptology Books. Naja, hier hat er aber auch schon sowas Ägyptisches hier. Was ist das für ein seltsames Bild? Could hardly imagine anything more macabre. Anscheinend gefällt ihm das nicht. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das irgendwie der Tower von Sauron, oder? Ist das Barad-dûr? Da mal ein Doggy. Hallo. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Hoffentlich ist es überhaupt ein Boy. Und vor allen Dingen der arme Hund hier, diese riesen Knochen da erstickt doch der Hund dran. Eine Leiter. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Da könnte die Verletzung herkommen. Sollen wir nochmal den Fokus anschmeißen? Ja, wir haben eigentlich alles angeguckt, so wie es ausschaut. Bis auf die Tür. Ach, das hier ist die Uhr. Ich habe mich schon gefragt, was tickt denn hier so? Ich sehe überhaupt nichts, aber das ist eine Riesenuhr. Okay, ist irgendein Zeichen zum Kommunizieren.
Okay, was haben wir hier? Why is Barnes acting so strangely? Wir haben den Exotic Plants Katalog. Das passt natürlich zu dem Kaktusbein. Broken Ladder. Ach so. Okay, man muss es dann umschalten. Item. Man kann nur eins dranhängen. Ich habe jetzt nur blaue und da kann ich jetzt einen Punkt dranhängen. Strand is missing. A limb. Aber es kann natürlich auch das Dead Flower sein. Eieiei. Ah, okay. Ich schätze mal, man kann hier einfach was völlig Falsches auswählen. Ich glaube, bevor wir da was aussuchen, klopfen wir mal an der Tür. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. Also, dann schauen wir mal. Sollen wir mal das Übelste annehmen? Das, was gibt. Kaktus. Dead Flower. Scheme. Gibt es irgendwas? Ja, das ist ja lustig. Und jetzt? Ja, ich glaube, so ganz verstehe ich das noch nicht. Kann auch sein, dass das jetzt gerade alles falsch war, weil das jetzt irgendwie verschwunden ist. Aber hier kann ich nichts auswählen. Das ist jetzt anscheinend fest, die Dead Flowers am Display. So, was haben wir hier? Bodyguard. Nö, ich sehe da eigentlich nichts, was da passt. Dann haben wir eigentlich nur den hier. Das hat man auch nicht gefasst. Da scheint alles falsch, oder? Kann das sein? Das werde nicht mehr los hier. Ich kann das nicht mehr abschalten. Damit nur den? Wie soll denn das jetzt hier irgendwie dazu passen? Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht.
Dead Flower. Warum sollte das hier was mit zu tun haben? Hier kann ich schon mal gar nichts machen. Und hier habe ich überhaupt nichts dafür. Kann man sich da eigentlich umentscheiden? Nee, das geht anscheinend gar nicht. Wenn man das mal gemacht hat, dann geht es nicht mehr weiter. Unpen Evidence. Okay. Aber ich krieg das gar nicht mehr weg. Tja, das ist ja seltsam. Es gibt überhaupt nichts Grünes mehr. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Können wir vielleicht da außen rumgehen? Ja, das ist wirklich seltsam. Ich wusste auch nicht, warum das jetzt die Broken Ladder mit irgendwas was zu tun haben sollte. Hier kann ich eh nichts auswählen. Und hier ist schon mal zweimal nichts. Wie kann ich denn das alles zurücksetzen? Ja, Sherlock, ich hoffe, ich habe es nicht kaputt gemacht. Schauen wir mal. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. Ah. Den kenne ich, den Kaktus. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? Also, da ist er wohl dagegen gefallen. Mit der Zeitung. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Dann schauen wir sie erstmal an. Avoids eye contact or distracted. Distant look. Morning brooch. Honoring deceased husband. Oder brooch? Was mit den Schuhen? Change shoes upon arrival. Clean boots. Machst du was mit den Handschuhen vielleicht nicht? Naja, alles okay. Wearing Make-up. For beauty or concealment? Jawohl. Weniger für Concealment. Luxury fabric. Unusual for work attire. Miss Fleming used makeup to hide her tear-stained cheeks. Her dress is made from an expensive fabric that is not suitable for outside work. Her shoes show no traces of mud. She must have changed them when she arrived. While she tries to bury her grief by dressing extravagantly, she still wears a mourning brooch in memory of her late husband. Her gaze, always staring off into the distance, reveals her emotional detachment. Taken as a whole, one must conclude that Mrs. Fleming is still reeling from a tragic loss.
Perhaps she is waiting for someone? While Mrs. Fleming cherishes the memory of her departed husband, she is trying to move on, as suggested by her makeup and nice outfit. Perhaps she is dressing to attract someone's attention, or simply because she has learned to love herself again. Oh, ich glaube, das gefällt mir besser. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Provide evidence? Müssen wir also... Was haben wir hier? I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Ach so, wir müssen ihr was zeigen und was sie dann zu sagen hat. Ja gut, dann interessieren wir uns für den Kaktus. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Mrs. Fleming claims she doesn't know how the cactus appeared in her display. She went for a break. When she came back, it was there. Oh, ich weiß nicht, ob das was bringt. Macht es eigentlich irgendwas Negatives, wenn ich hier irgendwas zeige, womit sie nichts anfangen kann? I don't know anything about this, sorry. Oh, okay. Vermutlich nicht. Vielleicht kennt sie die Blumen. I don't know anything about this, sorry. Nee, anscheinend kann sie dazu nichts sagen. Aber vielleicht kennt sie was von ihrem Nachbarn. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Aha. Mrs. Fleming says she knows nothing about the dead flowers, but hopes the bouquet is for her. Diese alten, runtergekommenen Blumen? Ich glaube, das brauchen wir sie nicht fragen. Sie hat es sicher nicht gesehen. Cryptology wird sie auch nicht wissen. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Ein Kaktusbein sagt ja auch nichts. Ja, ich glaube, am Anfang tun wir uns einfach noch ein bisschen hier im Kreis raten. So. Ja, da wird sie auch nichts dazu sagen können, aber das passt zu dem Kaktus. I don't know anything about this, sorry. Okay. Da weiß sie auch nichts. Da weiß sie nichts. Naja. I'll be off. Okay. Ich glaube, man kann einfach alles zeigen und ich glaube, das ist ja auch der einfachere Modus hier. Und dann bekommt man einfach neue Hinweise oder halt auch nicht. Wir gucken mal hinter das Haus.
Hat er da gerade in die Ecke gepinkelt? Du Schweinetier. What's this? What's this? What's this? Ja. Aber von welcher Seite muss ich es denn anschauen? A miner with a sooty face. At least, in doll form. Ah, ich glaube, wir haben jetzt einen schon gefunden, den wir gar nicht gebraucht hätten. Oder was heißt gebraucht hätten, der nicht in der Reihenfolge war. Ey. Okay, wo war das dann? Wo war denn das andere Bild? Hier. Ach, nee, das war tatsächlich der erste. Okay, alles gut. Wer ist das? Impressive stature, strong gaze. I think this man deserves a knighthood. Really, Holmes? How can you be so sure? On rare occasions, Watson, it can suffice to trust one's gut. Ja. Dann sollen wir nochmal unser Glück versuchen. Ja, sowas. Gibt's dann nur die Tür nach draußen? Das ist ja seltsam. Display. Wie kann ich das jetzt abwählen? Geht es noch? Ah, anscheinend nicht. Hier ist nichts. Was ist denn hier? Answering a question with correct evidence on the first try grants you bonus score. Okay, bonus score hat sich schon mal verabschiedet bei mir. Aber hier steht auch nichts, wie man das wieder los wird beim Mind Palace. Weil ich kann hier nichts anderes auswählen. Ich kann das auch gar nicht lesen hier. Das ist strange. Ja, und das ist anscheinend auch einfach
fertig. Können wir uns das näher anschauen? Da sind auf jeden Fall auch Kakteen dabei. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Da ist nochmal so ein Spiel. Da ist nochmal eine Kitty. Oh, hallo Katze. Sollen wir nochmal mit dir reden? Ja, das andere macht doch alles wenig Sinn. Also ich glaube nicht, dass hier irgendwas was bringt. Da wird so auch nichts dazu sagen. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Ja, eben. Die Stepladder wird sie auch nicht wissen. I don't know anything about this, sorry. Rock. Und da... Was haben wir hier? Cryptology, wird sie auch nichts Are you wissen. sure you're asking the right person? I'm just Nein, a überhaupt flower nicht. seller. Sollen wir vielleicht noch über die Mr. Barnes reden? Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course. But we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog. And most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. 46 von 50? Das ist Strand. Können wir den nicht aufnehmen? I should have worn something warmer. Ja, indeed. Ich bin froh auch, dass wir diese Jacke angezogen haben. Die ist doch ganz schön durchnässt. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Ja. Ich wollte ja eigentlich die Tür, aber geht nix. Kann die Tür nicht angucken. Also. Bekomme ich hier irgendwas Neues rein? Mrs. Flemings. Mrs. Flemings and Mr. Barnes never speak to each other, however they do see each other every day, exchanging glances as they walk their dogs, or catching the other's eye through the bookshop's window. So. Dann haben wir nur noch eins. Ja, das mit dem Buch passt nicht, das mit der Leiter passt nicht.
Also eigentlich... Naja, machen wir das mal. Mag er nicht. Okay. Passt hier der Kaktus? Warum sollte das mit dem Kaktus zusammenhängen? Oder liegt es daran, dass er das gelesen hat mit dem Everlasting Love? Ist der Kaktus? Mr. Barnes love Mrs. Fleming. Ja, das war ja schon klar. Barnes displays a bouquet of dead flowers to attract the attention of Mrs. Fleming, a florist. He may hope she will come into his shop and give him watering advice, or it could simply be a symbol of his desperation. Er sollte sich einfach vielleicht neue bei ihr kaufen. Barnes anonymously gifted her a cactus, which he ordered from the catalog on his counter. A questionable choice, but for Barnes a symbol of his eternal love, since the catalog presents this cacti as immortal. Plainly, this is the same cactus he dropped on the Strand outside 221B Baker Street. Now to hear the full story. Ah ja, okay. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You placed flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Das isn't really my area. Ja, da hat Sherlock eigentlich völlig recht, aber vielleicht weiß er es ja trotzdem. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. The Strands, September the 28th, 1882. Salpeter Explosion Rocks Docks. Oh, das ist aber ein schöner Reim hier. Locals at the Port of London had a rude awakening last night, with loud bangs and thick red smoke disturbing the peace. Merchant ship Moskva had docked at Pier N3 in the early evening en route to Europe when it was rocked by several concussive explosions. The Port Authority is yet to comment on the incident, and it is unknown if any crew members were on board at the time.
Eyewitnesses report seeing saltpeter leaking into the river. But with the area still off limits, the workers and the public, it may be some time before we have a full account of what transpired. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Ja, gut, damit hat sich das Rätsel von Barnes aufgeklärt und unser erster Verdacht, dass das Ganze harmlos ist, wie er ausschaut, hat sich doch bestätigt. Er will also nur was von der Nachbarin. Und ja, wir können uns jetzt um den Fall aus der Zeitung kümmern, aus dem Strand. Das machen wir aber nicht mehr heute, machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.